Der Windows Defender gilt allgemein als guter Schutz vor Schadsoftware. Gerade für Privatpersonen finde ich das eine super Lösung, weil man sich dann auch das Generve mit Freemium-Lösungen sparen kann, die einem ständig irgendwelche kostenpflichtigen Upgrades andrehen wollen. Und für Unternehmen gibt es dann noch den Aufsatz Microsoft Defender for Endpoint, der dann noch mehr Steuerungs- und Monitoring-Möglichkeiten bietet, die man als Privatperson nicht unbedingt braucht. Wenn Angreifer Schadcode auf einem Computer ausführen wollen, dann müssen sie die Sicherheitssoftware irgendwie umgehen. Aber einfach abschalten ist normalerweise nicht möglich. Erstmal werden Adminrechte benötigt und, falls eine Software selbsttätig versucht, den Defender zu deaktivieren, dann sieht das für den Defender schon sehr verdächtig aus und sollte dann in der Regel auch automatisch verhindert werden. Trotz dieser eigentlich ganz guten Selbstschutzfunktion ist der Defender nicht ideal und bombenfest in Windows integriert. Also klar, ich könnte jetzt nicht einfach die Programmdateien vom Defender löschen und dann läuft das System einfach weiter und beschwert sich nicht. Naja, das ist eigentlich nicht ganz richtig. Tatsächlich würde es reichen, alle wichtigen Defender-Dateien ein bisschen zu beschädigen, sodass sie nicht mehr starten können. Und das können wir sogar ohne Adminrechte machen. Sonst wäre es ja langweilig. Das Ganze wird ermöglicht durch das Tool Nuke It from Orbit, kurz NIFO, von Lars Karlslund. Anstatt zu versuchen, den Defender unter Windows abzuschalten, machen wir es von außerhalb, also aus dem Orbit. Allerdings, es wird physischer Zugriff auf das Gerät benötigt. Und ich habe physischen Zugriff auf dieses Laptop hier. Das ist natürlich meins und ich darf das. Und das ist zwar ein HP-Laptop, aber das Problem, über das wir hier sprechen, das ist überall vorhanden, auch wenn ihr ein Gerät von einem anderen Hersteller verwendet. Obacht! Die folgende Demonstration dient ausschließlich Lernzwecken. Also damit wir uns und unsere Computersysteme schützen können, müssen wir verstehen, wie Angreifer vorgehen und vorgehen könnten. Wir können unsere Schutzmaßnahmen nur sinnvoll planen, wenn wir wissen, gegen was wir uns verteidigen wollen. Und am Laptop bin ich als normaler User angemeldet, ohne Adminrechte. In der Realität könnte das sein, weil der eigentliche User den Computer nicht gesperrt hat und weggegangen ist. Oder vielleicht hat der Angreifer das Passwort des Users irgendwie herausgefunden. Okay, da sind wir am Laptop. Ich habe es hier mal hingestellt und als erstes wollte ich noch kurz zeigen, BitLocker ist aktiviert. Und ich habe auch keine Adminrechte, das heißt, ich kann jetzt hier BitLocker nicht einfach deaktivieren. Dann stecke ich jetzt hier meinen vorbereiteten USB-Stick mit NIFO rein und starte ein Terminal. Wie gesagt, ich habe keine Adminrechte, das Terminal läuft also mit ganz normalen Userrechten. Und als erstes wechsle ich mit dem cd-Befehl in das Verzeichnis meines USB-Sticks, also einfach Laufwerk D, und führe hier NIFO x64.exe aus. Als Parameter gebe ich Generate und den Mode Bash mit. Das gibt mir jetzt einfach so in der Konsole ein Bash-Skript zurück. Und um das abzuspeichern, pipe ich mir das einfach in den PowerShell-Befehl out-file. Und damit habe ich mir das Skript auf meinem USB-Stick abgespeichert. Das heißt, ich kann das Laptop jetzt einfach neu starten. Aber ich will natürlich nicht zurück in das installierte Windows, sondern ich stecke hier einen USB-Stick rein, den ich schon vorbereitet habe mit einem Linux-System. Auf diesem HP-Laptop muss man F9 drücken, um ins Bootmenü zu kommen. Ich wähle da den USB-Stick aus, drücke auf OK und starte dann hier Linux Mint. Im Linux-System angekommen, starte ich erstmal ein Terminal und mit sudo su sorge ich dafür, dass es mit Adminrechten läuft. Anschließend führe ich lsblk aus, um mir alle Storage-Devices aufzulisten. Die installierte SSD ist eine NVMe und hat mehrere Partitionen und anhand der Größe kann ich jetzt hier auch erkennen, die besonders große, also die mit 237,7 GB, das ist die richtige Partition, die mich interessiert. Um den Namen der Partition gleich weiter zu verwenden, speichere ich ihn mir in der Zwischenablage, also einfach einmal markieren und Steuerung-Shift-C drücken. Und dann wechsle ich mit dem cd-Befehl in Media Mint Stick 1. Das ist mein USB-Stick, wo NIFO drauf ist. Und damit ich NIFO, das Skript, das Bash-Skript auch ausführen kann, weise ich erstmal mit chmod plus x die Ausführungsrechte zu. Anschließend kann ich mit /nifo.sh nuke und dann def und der Name von meiner Partition den Nuke It from Orbit Vorgang ausführen. Das geht ganz schnell und jetzt können wir im Grunde auch das System schon wieder neu starten, also zurück zu Windows.
Meine beiden USB-Sticks kann ich jetzt abziehen und dann am Ende einmal OK drücken, damit mein System ja auch wirklich neu startet. Und weil ich für meinen lokalen User namens User gar kein Passwort gesetzt habe, meldet er sich jetzt hier auch automatisch an. Das hat jetzt nichts mit Nifo zu tun. So, da wir jetzt wieder auf dem Windows Desktop sind, schauen wir als erstes mal ins Windows Security Center rein, was jetzt gerade noch einen grünen Haken unten dran hatte, aber wenn wir da reingucken, dann sehen wir, dass bei Viren- und Bedrohungsschutz kein grüner Haken mehr ist, sondern so ein Kringel. Also er ist da irgendwie am Laden, versucht da irgendwie das herauszufinden, aber da ist nichts. Und nach einiger Zeit hat dann das Symbol im Windows Tray dann auch ein rotes X mit dran, aber ich stecke jetzt hier einfach mal meinen USB-Stick ein, wo ich noch ein bisschen Software drauf habe, die normalerweise vom Windows Defender schon direkt erkannt werden würde und versucht werden würde zu entfernen. Deswegen hatte ich die jetzt hier noch in einem ZIP-Archiv und habe mir das einmal auf dem Desktop entpackt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel WinPeace ausführen in der Exe-Variante. Das ist eine Software, die verschiedene Sicherheitslücken oder Konfigurationslücken versucht zu finden, mit denen wir uns Adminrechte verschaffen können. Im Standard würde der Windows Defender das natürlich erkennen und blockieren. Bei mir startet es jetzt aber einfach. Und auch das bekannte Mimikatz, mit dem Credentials gedumpt werden können, kann ich hier einfach ausführen, ohne dass da irgendwas bemängelt wird. Crazy! Wie hat das funktioniert und warum? Das Nifo-Programm, was ich zuerst unter Windows ausgeführt habe, das sucht heraus, wo genau auf dem Datenträger die Programmdateien für den Windows Defender liegen. Und es wäre trivial, hier stattdessen alternative Sicherheitslösungen von anderen Herstellern mit einzupflegen und dann auch wegzunuken. Also das ist nicht nur ein Problem vom Windows Defender, sondern es könnten auch alle anderen Programme ausgeschaltet werden. Wenn Nifo die Adressen herausgefunden hat, also wo die Programmdateien liegen, dann wird ein Bash-Skript generiert, ein Skript für Linux-Systeme. Das Skript verwendet dann den dd-Befehl. Das ist ein absolutes Standard-Unix-Tool zum blockorientierten Kopieren und Konvertieren von Dateien. Mit der Information, wo auf dem Datenträger eine bestimmte Datei liegt, kann sie dann auch unbrauchbar gemacht werden. Nifo überschreibt dazu einfach 64 Byte am Anfang der Datei und schon kann sie nicht mehr ausgeführt werden. Netterweise wird vor der Zerstörung noch ein kleines Backup der Daten erstellt. War für mich beim Testen ganz praktisch, aber ein bösartiger Angreifer könnte so natürlich auch seine Spuren verwischen. Hinterher sieht halt alles wieder normal aus. Und wie vorher gezeigt, kann das generierte Nifo-Skript mit einem Live-Linux-System ausgeführt werden. Oder der Datenträger kann auch aus dem Computer ausgebaut werden und an einem beliebigen anderen Computer angeschlossen werden. Und dann wird das Nifo-Skript halt da ausgeführt. Wie kann man sich dagegen schützen? In der Theorie klingt es erstmal recht einfach. Erstens, die BIOS bzw. UEFI-Einstellungen müssen mit einem Passwort geschützt werden. Zweitens, es sollte eingestellt werden, dass ausschließlich vom eingebauten Datenträger, also SSD oder Festplatte, gebootet werden darf. Also keine USB-Sticks, keine DVD-Laufwerke und auch kein PXE-Netzwerkboot oder ähnliches. Drittens, der Datenträger sollte verschlüsselt werden, zum Beispiel per BitLocker. Viertens, außerdem sollte der Datenträger mit einem Festplattenpasswort geschützt werden. Hier bei meinem HP-Laptop heißt die Option DriveLock. Und wenn die erstmal aktiviert wurde, dann ist es nicht mehr möglich, den Datenträger an einem anderen Computer einzubinden. Allerdings muss ich jetzt bei jedem Bootvorgang noch das Festplattenpasswort eingeben. Aber wenn nur eine dieser 4 Maßnahmen nicht umgesetzt wurde, dann ist das System anfällig. Tja, dann stellt sich nur die Frage, ob das ein Angriffsvektor ist, gegen den ihr euch schützen wollt oder müsst. Ich würde sagen, das ist natürlich nicht ganz ohne, wenn wirklich physischer Zugriff auf den Computer benötigt wird. Das ist ein ganz anderes Level als einfach E-Mails, die versuchen, Zugangsdaten abzuluxen oder Schadsoftware unterzujubeln. Also weniger casual, physischer Zugriff. Da muss dann ja jemand wirklich hin vor Ort und das Gerät in die Hand nehmen. Das ist ein ganz anderer Schnack, als einfach anonym übers Internet eine Schwachstelle auszunutzen. Wenn ihr euch aber gegen richtig versierte Angreifergruppen schützen wollt, dann sind solche Schutzmaßnahmen unabdingbar. Zum Schluss noch ein fettes Shoutout an Lars Karlslund, den Macher von Nifo. Krasser Scheiß, vielen Dank. Ich hoffe, ihr fandet das interessant oder nützlich. Bedankt euch gerne mit einem Like und für weitere Videos zu Security-Themen schaut mal in die Playlist hier. Danke fürs Reinschauen, haut rein!